Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Wir werden jetzt hier ein kurzes Wrap-up machen für Quereinsteiger von anderen Programmiersprachen wie zum Beispiel C oder C++. Und ja, euch werde ich jetzt mal ganz kurz so Java vorstellen und innerhalb von wenigen Minuten zeigen, wie man mit Java sehr einfach programmieren kann. Ich gehe dabei davon aus, dass ihr grundlegende Programmierkenntnisse habt und ja, dass ihr wisst, was Variablen sind oder sonst irgendwas. Das heißt, ich werde hier einfach nur kurz durch die Syntax durchgehen und ja, das Ganze für euch einfacher machen. Gut, also ich arbeite mit Eclipse, das ist dieses hübsche Fenster hier. Ja, kann man kostenlos runterladen, ist alles kein Stress. Die Java VM zu installieren ist auch total einfach. Einfach die, die Anweisung von Oracle direkt benutzen und dann habt ihr das relativ schnell hinter euch. Gut, Betriebssystem ist auch egal, welches ihr benutzt. Ich habe hier Windows, aber das sollte eigentlich nicht wirklich relevant sein. Eclipse einfach runterladen, installieren und aufmachen. So, dann erstellt ihr hier über File New Java Project ein neues Projekt und dann hier in diesem Projekt, also ihr seht, ich habe hier noch einen Haufen anderer Java-Videos, die ihr euch gerne angucken könnt. Und hier dann unter New und dann Klasse, weil in Java alles in Klassen organisiert ist. Auch die Main-Methode ist in der Klasse drin. Ja, machen wir das so. Gut, ich mache hier einfach mal eine Klasse namens Main und hau hier den Haken rein. Den braucht ihr nicht unbedingt. Dieser Haken hat diese Methode hier kreiert. Das ist die ausführbare Methode in Java. Ist ähnlich wie in C, auch eine Main-Methode. Und diese Argumenten-Strings hier oben sind einfach die Strings von der Kommandozeileneingabe, was wir nicht unbedingt brauchen. Gut, also fangen wir an. Und zuallererst mal natürlich den System-Out, Println. Wenn man einfach sysout eingibt und dann Steuerung Leertaste drückt, dann kommt direkt system.out.println und dann kann man hier einfach einen String eingeben und den hier ausgeben lassen. Ich mache jetzt einfach mal Hello World hier rein. Ja, das solltet ihr ja schon kennen. Ist nicht wirklich kompliziert. Gibt Hello World aus. So, anders als bei C muss ich hier, wenn ich eine Variable eingeben will, muss ich dann nicht irgendwie Prozent irgendwas schreiben, sondern kann hier einfach sagen int v gleich 0 und dann sage ich hier einfach plus und dann v. Ist scheißegal, was es für ein Datentyp ist, kann Integer sein, kann ein Boolean sein etc. Der wird dann einfach ausgegeben hier. Also relativ easy. Gut, also ihr seht, Strings kann man einfach mit einem Plus konkatenieren und dann ist das Ganze schon gegessen. Okay, wo wir gerade bei Typen sind, hier haben wir einen Integer. Es gibt noch weitere primitive Datentypen in Java. Die haben übrigens alle die Möglichkeit, dass man sie hier so reinpacken kann, wie ich das mit dem V gemacht habe. Und zwar einen Boolean. Nennen wir ihn einfach mal b gleich true oder gleich false. Diese beiden Möglichkeiten gibt es bei einem Boolean. Ihr könnt ihn dann natürlich für die Abfrage in if-Schleifen benutzen und sogar hier hinten ausgeben. Das werde ich euch jetzt auch gerade mal zeigen. So, dann kommt hier als Ausgabewert false raus. Also nicht irgendwie 0 oder so, sondern tatsächlich der, ja, der String false. Allerdings kann man das hier nicht als String benutzen, das geht gar nicht. So, dann haben wir natürlich noch Characters, char c. Da kann man dann in einfachen Anführungsstrichen irgendeinen Buchstabe eingeben. Natürlich lässt sich der dann hier auch über die Ausgabe hier ausgeben. Ja, das wäre das. Strings sind tatsächlich schon von Java selbst drin. Also dann haben wir hier ein String s gleich und dann kann man hier eben mit doppelten Anführungsstrichen kann man das machen. So, oder wir schreiben uns das tatsächlich als Klasse über NewString und packen dann hier in den Konstruktor rein, was wir gerne drin haben wollen, also Hello World zum Beispiel. Das kann man hier natürlich auch anhängen per Plus. Das ist dann natürlich genau dasselbe. Wenn ich hier jetzt noch ein Leerzeichen reinmache, sieht das Ganze auch ein bisschen besser aus. Dann haben wir Hello World, Hello World. Okay. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben Short, wir haben Byte und wir haben Long. Selbe Konvention wie überall anders. Wir haben Floats und wir haben Doubles. Auch nicht anders als in C oder C++. Ähm, ja, also einfach die stinknormalen Längen. Was ihr aber eigentlich nur braucht, sind Integer und Doubles. Mehr brauchen wir da eigentlich gar nicht benutzen. Chars lassen sich natürlich konvertieren. Casts gehen wie folgt. Wenn ich jetzt in mein Integer C2 diesen C-Wert hier drin haben möchte, dann kann ich das Ganze per ASCII konvertieren. Also ich habe dann hier, wenn ich das Ganze in
ein Integer caste, dann mache ich einfach Klammer, int, Klammer zu und dann hier halt c rein. Und, ups, das wollte ich nicht. Und dann kann ich hier einfach C2 ausgeben und habe den ASCII-Wert von meinem kleinen c hier drin. Also von diesem kleinen c natürlich. Was 99 ist. Okay, ja, so viel dazu. Machen wir weiter mit Schleifen. Wir wollen ja möglichst schnell, möglichst viel lernen. Ne? Gut, haben wir die if-Schleife. Die sieht so aus. Dann kommt hier eben die Bedingung rein. Ich mache hier einfach mal unseren Boolean b rein. Oder auch einfach c gleich char, upsala, char von c2. Da kann ich natürlich wieder diesen Integer hier zurückcasten in einen Char. Das geht dann natürlich auch wieder über den ASCII-Wert und kann prüfen, ob das tatsächlich das C ist. Das mache ich mit einem gleich. Das geht allerdings nur bei primitiven Datentypen. Andernfalls muss man eine Methode implementieren, die equals heißt. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon, diese ganze Sache. Okay, dann haben wir hier, keine Ahnung, die Anweisung. Immer mit einem Semikolon abgeschlossen, wie sonst auch immer. Und wir haben natürlich noch einen Else-If-Block. Hier kann natürlich dann nochmal eine Bedingung reinkommen. Ich nehme jetzt mal in dem Fall einfach unseren Boolean hier. Ja, hier kommt dann nochmal eine Anweisung rein und hier unten kann man dann zum Beispiel noch einen Else-Block machen. Man braucht nicht unbedingt dieses If hier, man kann auch direkt einfach das hier weglassen und nach dem If direkt in den Else-Block gehen natürlich, wie immer. Wir haben kein Then oder sowas, wie es in manchen Programmiersprachen üblich ist. Wir haben hier einfach nur ein If und dann eine geschweifte Klammer. Die Bedingung steht in runden Klammern und muss dann natürlich hier ein Boolean ergeben. Und nach dem Else brauchen wir keine Bedingung und hier dann einfach wieder geschweifte Klammern. Okay, ja, gut. Dann machen wir weiter mit der While-Schleife. While, Bedingung, also zum Beispiel unser Boolean b. Und dann hier eben wieder geschweifte Klammern. Und hier kommen dann die Anweisungen rein, die so lange ausgeführt werden, bis b nicht mehr true ist. Analog dazu geht die Do-While-Schleife. Kommt man hier Do und dann While Bedingung b und Semikolon hinten dran. Ist eigentlich gleich wie in C. Ja, macht natürlich genau dasselbe, nur dass wir es hier tatsächlich einmal ausführen und danach erst die Bedingung überprüfen. Das heißt, dieses erste Mal wird es auf jeden Fall ausgeführt. Ein kleiner Unterschied zu der While-Schleife, die wird, wenn die Bedingung gleich am Anfang false ist, wie jetzt in unserem Fall hier, der Boolean b ist ja hier gleich false, dann wird diese Schleife hier bei der While-Schleife gar nie ausgeführt. Bei der Do-While-Schleife wird sie einmal ausgeführt und danach nicht mehr. Okay, kommen wir zum nächsten Teil. Das sind die Arrays, also die grundlegenden Datenstrukturen. Achso, die Vorschleife wäre vielleicht noch wichtig. For int i gleich 0 zum Beispiel. Also da ist die Initialisierung von der Variable. Integer i bedeutet, ja, wir schreiben uns ein Integer i, da können wir irgendeine Zahl hinmachen. Und solange i größer ist als, na, sagen wir kleiner als, keine Ahnung, 25, ne, 42, wir sind doch wahre Informatiker hier. Sagen wir hier i++ und machen dann hier irgendwelche Sachen. Zum Beispiel irgendein sysout von i. Ja, macht natürlich genau das hier, gibt uns immer i aus, wobei i von 0 bis 41 läuft, da es echt kleiner als 42 sein muss. Okay, analog dazu, beziehungsweise passend dazu, zeige ich euch gerade mal die Arrays. Die gehen wie folgt. Sage ich hier einfach Integer, geschweifte Klammern, gebe dem Ding einen Namen, Array, und sage new int 42 und pack den vielleicht mal noch über die Vorschleife, dass ich den auch tatsächlich da dran benutzen kann. So, das hier ist einfach ein Array also ein Integer Array mit 42 Plätzen für irgendwelche Variablen. Dann sage ich hier einfach Array an der Stelle i gleich von mir aus i. Warum auch nicht? Ich habe ja nur diese eine Zählvariable. Okay. Ja, was macht es? Das läuft da einmal durch und schreibt halt überall was rein. Anders als in C kann ich nicht irgendwie rauslaufen aus meinem
Array, sondern ich zeige euch gerade mal, was hier passiert, wenn ich hier rauslaufe. Also wenn ich nichts initialisiere, dann habe ich tatsächlich schon einen Wert drin. Initial steht da immer 0 drin. Und wenn ich jetzt hier durchlaufe, dann kommt hier eine Exception, fliegt mir direkt um die Ohren und sagt mir Array Index Out of Bounds Exception. Also das ist relativ aussagekräftig, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Und selbst so, wenn ich das hier, also wenn ich jetzt mal angenommen hier bis 43 laufe, dann ist meine nullte Stelle hier mit 0 tatsächlich initialisiert. Das heißt, ich brauche das tatsächlich auch nicht machen. Okay, ja, das wollen wir ja aber nicht unbedingt haben, so ein Fehler. Ah, jetzt habt ihr tatsächlich schon mal die Fehler hier kennengelernt. Ähm, Exception heißen die Fehler. Thread ist, welcher Thread gerade läuft. Das ist der Name vom Thread hier, beziehungsweise auch die Methode. Das hier ist, wo das Ganze out of bounds läuft. Also 42 war hier eingegeben. Also 41 plus 1 ist logischerweise 42. Und wir haben hier aber nur, können nur bis 41 laufen, weil die Arrays immer von 0 bis Länge minus 1 laufen. Und dann haben wir hier tatsächlich noch die, ähm, ja, die Zeile, wo es schief gelaufen ist. Also relativ komfortabel, viel einfacher als in C, finde ich zumindest, zum Debuggen. Ähm, Debugging-Werkzeuge zeige ich euch wann anders. Die müssen jetzt nicht in den Grundkenntnissen drin sein. Okay, jetzt hatten wir Arrays, jetzt hatten wir die Schleifen schon. Sehr schön, dann können wir mit Methoden weitermachen. Okay, das Ganze hier ist natürlich auch eine Methode. Wir haben als Signatur folgendes. Wir haben hier den Modifikator Public, Private oder Protected. Public bedeutet, es ist von überall sichtbar, also in jedem Paket. Denn Java hier ist in Pakete unterteilt. Also hier haben wir das Default Package, das ist jetzt einfach mal kein Paket sozusagen. Ich kann hier neue Packages erstellen, indem ich einfach New Package mache und dann hier oben eben das Package importiere, ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, und wenn ich Public habe, dann ist es tatsächlich überall sichtbar. Protected bedeutet, ich sehe es nur in dem Paket drin. Und Private bedeutet, ich sehe diese Methode, beziehungsweise das geht natürlich auch für Variablen, ähm, nur innerhalb der Klasse. Also Private int i ist jetzt nur für mich innerhalb der Klasse Main verfügbar. Okay. Ähm, ja, normalerweise sollte man die ganzen Variablen private machen. Bei Methoden muss man sich überlegen, was man macht. Die Variablen private machen und dann halt Getter und Setter schreiben. Getter und Setter bedeutet folgendes: Ich habe hier ein Public int get i und ja, das ist einfach eine stinknormale Methode. Die liefert mir einen Integer i zurück. Wirft jetzt auch gerade einen Error, weil ich hier noch keinen Return reingepackt habe. Also das liefert mir die Information, die ganze Methode ist von überall her sichtbar. Das hier liefert mir die Information, diese Methode liefert mir einen Integer zurück und getI ist der Name der Methode. Hier mal aktuell keine Parameter, das werden wir gleich sehen. So, und jetzt muss ich hier drin eben schreiben, return irgendein Integer von mir aus 42. Aber in unserem Fall macht es natürlich Sinn, dass wir hier i reinschreiben, das soll ja getI bedeuten. Okay, return bedeutet genau den Wert, der hinten dran steht, den gebe ich zurück. Wenn ich natürlich in einer if-Schleife bin, muss ich für jeden Pfad sicherstellen, dass da auch immer ein Return dabei ist. Und ja, in dem Fall geben wir i zurück, denn i ist private. Ich kann auf i tatsächlich nur innerhalb meiner Klasse drauf zugreifen. Das heißt, ich kann i momentan nur innerhalb meiner Klasse modifizieren, aber ich kann es von überall her lesen, weil ich hier eben Public stehen habe. Das heißt, ich kann auf die Methode überall zugreifen. So ein kleiner Trick, ja, dass man das halt hier machen kann. Und jetzt sagen wir hier, okay, Public Void SetI. Das verändert uns jetzt diese Variable i hier. Void bedeutet, ich habe keinen Rückgabetyp, das heißt, da kommt nichts zurück. SetI, so nennt man normalerweise eben dann die Setter, also Set für Setter, also dass man die Variable setzt und i ist dann halt der Variablenname. Also hier steht dann normalerweise irgendwas anderes. Public ist auch wieder von überall sichtbar. Okay, und hier kann man dann zum Beispiel sicherstellen, if i ungleich 42, ja, dann return, dann setzen wir ihn nicht und ansonsten, dafür hat man eben diese Setter, dass man eben sicherstellen kann, dass da nur Werte reinkommen, die man auch tatsächlich möchte. Ansonsten sagt man this.i. This bedeutet, dass ich auf diese Klasse drauf zugreife, das heißt die Instanz meiner Klasse
Und davon die Variable i wird jetzt gesetzt, indem ich einfach this.i auf 42 setze. Okay, ja, wenn wir jetzt hier, äh, nicht das, wenn wir jetzt hier tatsächlich i setzen wollen, dann brauchen wir hier noch eine Variable drin, weil aktuell habe ich ja hier nur dieses i aus der Klasse genommen. So, und jetzt sage ich hier einfach, okay, ich packe in diese Klammern hinter der Methode ähm, noch eine Variable rein und diese Variable ist dann eben mein neues i. So, und das nennt sich Parameter hier. Da können natürlich beliebig viele kommen, da können auch noch irgendwelche Chars hinten dran stehen, irgendwelche Booleans, aber die muss ich ja nicht unbedingt alle benutzen. Normalerweise macht man es natürlich so, dass man nur die hier reingibt, die man auch wirklich benutzt. So, und dieses i hier ist jetzt dieses hier, aber this.i ist dieses i hier. Über this greife ich auf die Klasse zu und wenn ich nichts vorne dran schreibe, dann greife ich normalerweise immer auf den Parameter hier zu. Wenn ich jetzt hier den Parameter nicht eingebe, dann ist i natürlich immer noch definiert, dann ist es einfach von einer anderen Farbe und sagt mir, okay, es nimmt das andere i, was ich kenne, nämlich das von der Klasse. Aber normalerweise macht das hier eher Sinn. Wir können hier natürlich dann auch auf i setzen. Ähm, ja, ist eigentlich dasselbe, wenn wir hier abgefangen haben, i ungleich 42, dann machen wir gar nichts. Und ansonsten setzen wir eben das. Wenn ich hier einfach nur return schreibe, dann bedeutet das, ich springe einfach aus der Methode raus, ich gebe nichts zurück, weil void einfach keinen Rückgabewert erwartet. Also mit dem return springe ich einfach raus. Da fällt mir gerade noch ein für die Schleifen hier. Mit, das sollte ich vielleicht da oben hinpacken, mit continue springe ich einmal hier aus einem Durchlauf der Schleife raus. Also sagen wir mal i ist 0 und dann gehe ich in die Schleife rein. Und wenn ich jetzt hier in Continue ließ, dann springe ich tatsächlich erstmal raus und mache einfach gerade beim nächsten Durchlauf weiter. Das heißt, ich erhöhe i um 1, dann bin ich bei 1 und dann gehe ich hier wieder in die Schleife rein. Aktuell springe ich dann jedes Mal natürlich raus. Das heißt, der Code hier unten ist nie erreichbar, was hier auch schon als Fehler steht. Mit einem Break verhindere ich die Schleife komplett. Das heißt, ich laufe rein und sobald ich einen Break ließ, springe ich komplett aus der Schleife raus. Das heißt, die Vorschleife wird dann gar nicht mehr zu Ende ausgeführt, sondern ich bin direkt fertig. Kleiner Unterschied zwischen den beiden Dingern. Okay. Das macht man natürlich nicht einfach so, sondern man fragt dann halt ab, keine Ahnung, if i gleich 128, das wollen wir nicht setzen, dann springen wir halt raus oder sind dann fertig. Meine Vorstellungskraft ist da etwas beschränkt gerade. So, jetzt haben wir nur Getter und Setter kennengelernt. Natürlich können wir hier jegliche Methode schreiben. Also ich sage hier einfach mal private int, keine Ahnung was. Getter und Setter sind im Prinzip ganz normale Methoden. Die sind einfach nur eine Anwendungsart von Methoden, aber ja, eigentlich ganz normal. So funktionieren Methoden immer. Also hier den Modifikator reinpacken, dann hier den Rückgabetyp void für nichts, int oder char oder sonst irgendwas. Und später auch die Namen von Klassen sind hier zulässig. Also ich könnte hier tatsächlich auch ein Main zurückgeben. Ja, was bedeutet jetzt, wenn ich hier ein Main zurückgebe? Okay, das macht jetzt hier wenig Sinn. Ich mache das in eine neue Methode. Public main get. So, das bedeutet, Main ist ein eigener Typ geworden, weil ich eine Klasse mit Main erstellt habe. Okay, was bedeutet jetzt das genau? Naja, also das hier dürfen wir jetzt mal komplett vergessen, bitte. Das ist sowieso eine Static-Methode, dazu komme ich gleich. Ähm, Wir haben hier eine Klasse Main erstellt. Das heißt, wir können auch Objekte des Typs Main erstellen, indem wir sagen, ich packe das jetzt mal hier rein. Main m gleich new main. Das ist quasi der Konstruktor, den wir hier noch nicht implizit geschrieben haben. Das heißt, implizit passiert hier einfach gar nichts. Er initialisiert uns die Variable i mit 0, weil wir hier ja einfach gar nichts gemacht haben. Das heißt, wenn wir hier bei einem Integer nichts gemacht haben, ist es einfach 0. Und ja, sonst passiert hier nichts. Und dann haben wir hier ein Main m. Das heißt, wir haben tatsächlich in unserer Klasse Main
ein Objekt der Klasse erstellt. Das hört sich jetzt total verwirrend an, aber es funktioniert tatsächlich und das braucht man auch tatsächlich ein paar Mal. So, und auf dieses main m kann ich jetzt zugreifen, indem ich einfach einen Punkt benutze, m Punkt, und dann kann ich hier die Variable i benutzen. Weil ich in der Klasse bin, kann ich auch auf Private-Variablen zugreifen. Ich kann hier die anderen Methoden, die ich hier selbst geschrieben habe, wie zum Beispiel ja, die Main-Methode, das ist die ausführbare. Ich kann die Get-Methode hier benutzen, das ist die, wo wir gerade drin sind. Das wäre dann ziemlich rekursiv, was ein bisschen blöd wäre. Ich kann die anderen Methoden hier, die wir geschrieben haben, benutzen, aber ich kann auch die Methoden benutzen, die mir Java schon vorschreibt, dass ich sie benutzt habe. Zum Beispiel die Equals-Methode, die einfach nur generisch vergleicht, ob zwei Objekte gleich sind. Die sollte man übrigens immer überschreiben. Wie man das macht, zeige ich euch gleich noch. Die ToString-Methode kann ich euch gerade mal kurz vorstellen. Die ToString-Methode versucht alles in String zu verwandeln, ist aber nicht immer so erfolgreich dabei. Dann schieben wir das dort auch einfach mal hier in diese Main-Methode rein und löschen. Na, warum eigentlich? So, ja, wir haben hier main add 15db9742. Das bedeutet so viel wie die Adresse von unserem Objekt main liegt, also main ist der Typ vom Objekt, liegt an der Stelle im Speicher 1.5db, ist wurscht. Auf jeden Fall funktioniert die ToString-Methode auch nicht immer und deswegen sollte man die auch meistens überschreiben. Gut, wie überschreibe ich Methoden? Also ich denke, das hier sind Klassenvariablen, das hier sind die Methoden von Klassen. Ich denke, das ist euch relativ bewusst, wie das Ganze funktioniert, oder? So, wie überschreibe ich Methoden, beziehungsweise wie überlade ich Methoden? Public String ToString heißt die Methode. Nimmt gar nichts. Und ja, so, jetzt kommt hier ein Fehler von... okay, gut, das ist ein langweiliger Fehler. Wir müssen hier einfach irgendwas returnen. Und normalerweise schreibt man dann add override rein. So, und das war's dann auch schon tatsächlich. Also man kann hier einfach sagen, return main add oder main und i gleich und dann gibt man hier noch i aus. Sowas in der Art. Und jetzt haben wir unsere ToString-Methode überschrieben und geben einfach diesen Teil hier aus. Die Equals-Methode sollte man natürlich genauso überschreiben. Man muss dann einfach prüfen, sind alle Variablen der Klasse gleich. Das macht man normalerweise immer in der Equals-Methode. Okay. So, jetzt kann ich natürlich hier noch beliebig viele weitere Klassen erzeugen. Die Klassen liegen normalerweise immer in eigenen Dateien. Also ich mache hier dann einfach New Class und dann sage ich hier neue Klasse zum Beispiel. Dann habe ich hier noch eine weitere Klasse. Und kann hier natürlich nochmal, also wenn man ordentlich sein möchte, kommen oben die ganzen Variablen rein und unten drunter kommen dann die Methoden rein und ganz unten kommen dann die Getter und Setter, wenn man die eigentlich eh nie angucken muss. Okay, hier kann ich natürlich mir dann auch Objekte vom Typ Main erzeugen und in Main kann ich mir natürlich auch Objekte vom Typ neue Klasse erzeugen. Okay, sehr schön. So, was hat es jetzt mit dem Static auf sich? Naja, das Static, dazu brauche ich keinen tatsächlichen Typen. Also ein Typ, wisst ihr noch, habe ich erzeugt mit, Moment, wo war das? Hier, mit New. Dieses Static hier bedeutet, ich brauche keinen Typ davon. Ich kann diese Methode einfach aufrufen. Die ist für alle gleich. Also ich kann in diesem Static hier auch tatsächlich nicht auf das i drauf zugreifen, weil das nicht static ist. Also das ist eine Klassenvariable und diese Static-Methode hier, die kann ich von überall benutzen. Da kann ich auch dann, wie gesagt, auf keine Sachen drauf zugreifen. Und dann mache ich einfach hier Folgendes. Ich nehme hier den Klassennamen, ohne dass ich ihn instanziere und sage dann Punkt und dann kann ich hier auf alles, was static ist, drauf zugreifen. Also nehme ich nur die Main-Methode. Das geht natürlich auch für irgendwelche Variablen. Also ich kann hier mir public static int s für static benutzen und dann kann ich hier, wenn ich auf auf main Punkt drauf gehe, dann kann ich hier auf s auch drauf zugreifen. Also das sind dann tatsächlich Variablen, die für alle Mains gleich sein müssen. Und die verändern sich dann auch. Also wenn ich jetzt schreibe hier main.s gleich
5. Und in irgendeiner anderen Methode greife ich dann wieder auf main.s drauf zu, dann hat sich dieses s verändert für alle Klassen. Also für alle Kontexte irgendwie. Okay, jetzt haben wir hier eine Klasse und wir haben da Methoden reingepackt und so weiter, alles schön und gut. Und jetzt wollen wir hier vererben. Also ich mache hier vielleicht mal noch eine Klasse, dass es ein bisschen deutlicher wird, was wir machen wollen. Polymorphismus nennt sich das Ganze. Das ist eigentlich auch schon fast Basics, aber ja, deswegen muss ich das in diesem Video definitiv auch noch kurz behandeln. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, ich habe das Ganze natürlich auch noch ausführlich in meinen anderen Videos drin, dann könnt ihr euch zu den einzelnen Sachen nochmal irgendwelche Videos angucken. Okay, ähm, ja, nennen wir das Ding einfach mal Hund. Und jetzt wollen wir hier diese neue Klasse umbenennen. Das sollte man immer hier über Refactor gehen und irgendwie anders benennen, denn man muss auch irgendwelche Referenzen updaten. So, und jetzt haben wir hier private int Beine, also jedes Tier hat ein paar Beine und ja. So, und jetzt wollen wir extenden, beziehungsweise wir wollen vererben lassen. Also jeder Hund ist ein Tier. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr schon mal objektorientiert programmiert habt. Ja, hier haben wir dann Public Class Hund extends Tier. So, und jetzt ist jeder Hund ein Tier. Das heißt, ich kann hier für jede Methode, sagen wir mal, ich habe hier noch, genau, sagen wir, ich habe hier noch ein Public int äh, Public String Rasse. Und ich habe hier eine Methode Public String Bälle. Ne, nicht Bälle. Ähm, Renne, genau. So. Ähm, und jetzt geben wir hier zurück. Hebt alles eine. Dann die Anzahl an Beinen. Dis.Punkt Beine. Ja, dann haben wir ein Problem, weil das ganze Ding hier private ist und ich das eigentlich public haben wollte. This.Beine plus hebt alle seine, im Fall von einem Hund normalerweise 4 Beine, an. Punkt. So. Also kommt jetzt hier raus, hebt alle seine und dann die Anzahl an Beinen an. Bei einer Spinne würde jetzt hier zum Beispiel dann von mir aus 8 stehen oder 6 oder wie viele Beine auch immer eine Spinne hat. Und hier würde dann eben 4 stehen, weil ein Hund normalerweise 4 Beine hat. Müsste man natürlich noch irgendwo setzen. Und das macht man in einem Konstruktor. Den habe ich euch nämlich auch noch vorenthalten. Da kann man einfach sagen Public Hund. Und dann haben wir hier int Beine. Ups. Und dann können wir hier sagen dis.Beine Beine gleich Beine. So. Also wir erstellen einen Hund und müssen übergeben, wie viele Beine er hat. Oder wir sagen einfach so, wir haben 4 Beine in unserem Hund. Ja, der muss immer public sein, hier muss immer der Klassenname stehen, hier geht die Klammer auf, hier kommen die Parameter rein, hier geht die Klammer zu, hier geschweifte Klammern und hier drin dann, was ihr setzen wollt. This.Rasse gleich leerer String zum Beispiel. So, jetzt kann man natürlich das Ganze noch ein bisschen erleichtern. Und zwar, wenn wir hier sagen Public Hund. So, Hunde haben normalerweise eigentlich immer 4 Beine, deswegen sagen wir hier das Punkt Beine gleich 4. Das bleibt. Aber wir sagen hier das Punkt Rasse gleich Rasse und geben Rasse als Parameter an. So, dann hat man zwei Möglichkeiten. Wir überladen jetzt hier die Methode. Das geht übrigens auch für normale Methoden genau gleich. Also wir einfach eine unterschiedliche Anzahl an Parametern hier reinpacken und schon geht das Ganze. Okay, wir haben hier einen Hund. Also wir können einen Hund erstellen, indem wir einfach sagen New Hund. Das zeige ich euch gerade mal hier. Nicht irritieren lassen, dass ich jetzt hier unten drin arbeite. Das ist einfach nur zum Demonstrieren. Bisschen Code. Wir sagen hier Hund H gleich New Hund. So, das erstellt uns einen Hund mit der Rasse leerer String und mit 4 Beinen. Wenn ich jetzt hier aber noch Dalmatiner reinschreibe, dann wird hier die Rasse eben auf Dalmatiner gesetzt und ich rufe automatisch diese Methode hier unten auf. Okay? Gut.
Ja, okay. Was man noch machen kann, ist, man kann auch für die, also wir haben ja diesen Hund ein Tier sein lassen. Das heißt, wir können hier in unserem Tier auch noch einen Konstruktor reinpacken. Public Tier und dann hier int Beine, weil wir nicht wissen, wie viele Beine dieses Tier unbedingt haben muss. Dann sagen wir dis.Beine gleich Beine. So. Und dann können wir auf den was? Undefined must explicit. Ach so, ja. Ja, genau. Das ist das, was ich euch jetzt gerade eigentlich zeigen wollte. Ähm, dann haben wir hier die Möglichkeit, wir sagen super, Punkt, Beine. Dann können wir einfach auf die Superklasse drauf zugreifen, also quasi das, was es extended. Oder wir rufen hier einfach unseren Superkonstruktor auf, nämlich mit 4. Und dann brauchen wir das hier unten schon gar nicht mehr machen. Ja, hier leider auch nicht. Also so. Und jetzt haben wir hier den Superkonstruktor aufgerufen, sprich wir haben den Konstruktor für die Klasse Tier aufgerufen, weil wir hier den Hund ein Tier sein lassen haben. Okay, sehr gut. Ja, ich denke mal, abstrakte Klassen und Interfaces gehört definitiv nicht mehr zu den Anfängerkenntnissen dazu. Und ich bin grob bei einer halben Stunde. Ich nehme mal an, ihr werdet noch Fragen haben. Falls ihr welche habt, schreibt sie in die Kommentare oder schaut euch meine anderen Videos an. Da sollte das eigentlich alles deutlich werden. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen Überblick gekriegt, was man alles mit Java machen kann. Und bis dorthin, ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.